Okay, good. So there we are, we're live and we're recording. Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Talk mit Greg Bryars und Claudia Weinhappel zum Thema Alchemy of the Body und Hacker in Köln. Claudia hat eine wundervolle Frage zusammengestellt. I like it. Soll ich die Frage willkommen. einfach vorlesen? Ja, bitte. Gut. Ich lese die Frage zuerst auf Deutsch und dann auf Englisch. If I find it in German. In Kursen sprichst du oft von Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit. In unseren Köpfen sehen wir Herzlichkeit oft als ein sehr weiches und angenehmes Gefühl. Aber was ist das? Liebevoll. Wie können wir liebevoll zu uns selbst sein, ohne anderen gegenüber lieblos zu wirken? Wie können wir liebevoll zu anderen sein, ohne uns selbst gegenüber lieblos zu sein? Denn oft, wenn wir anfangen, für uns selbst zu wählen, verurteilen uns die Leute als egoistisch. Und andererseits lässt uns das zu liebevoll, zu einer anderen Person zu sein, manchmal unsere eigenen Bedürfnisse vergessen. Und ich denke, wir sollten uns nicht für andere Menschen aufgeben, egal wie sehr wir sie lieben. In classes, you often talk about kindness. In our heads, we often see kindness as a very soft, pleasing feeling. So what is kindness? How can we be kind to ourselves without being unkind to others? How can we be kind to others without being unkind to ourselves? Because often, when we start choosing for ourselves, people will judge us as egotistical or selfish. And on the other hand, being too kind to another person sometimes makes us forget our needs. And I think we shouldn't give up ourselves for other people, no matter how much we love them. Cool. So how can we do this? Well, we really have to break it down to this. There's 3 or 4 parts of this question, really. Also wir müssen die Frage runterbrechen auf 3 bis 4 Teile. So when basically this has come up because of the post from the Clermont Auvergne class, yeah? No? Oh, okay. Because there was a lot of comments about kindness and gentleness that came through from that class. Okay. Also Greg hat gefragt, ob es was damit zu tun hat mit dem Post von der Clermont-Klasse in Frankreich jetzt. Und ich habe gesagt, nein, an und für sich nicht. Die Frage ist schon länger in meinem Kopf herumgeschwirrt. This question has already been starting, I guess, 1.5 weeks ago. Okay, cool. So for me, what kindness is, it's seeing somebody without judgment. Für mich ist liebevoll zu sein zu jemanden zu sehen, ohne ihn zu bewerten. It's talking with somebody without a point of view or an agenda. Mit jemandem zu sprechen, ohne jegliche Ansicht und ohne jegliche Agenda. So, would you just short explain agenda, please? Yeah. Thank you. I mean, how many times have somebody been trying to tell you something that they want you to fix? Also ich habe nur nachgefragt, dass er bitte ganz kurz erklärt, was eine Agenda ist. Wie oft haben wir mit jemandem gesprochen und derjenige möchte, dass wir etwas verändern? Because in their point of view, you're doing something or you are wrong about something. Weil aus deren Ansicht heraus machst du etwas falsch und sollst was verändern. How many times do we have people trying to impel their point of view onto us? Wie oft versuchen andere Leute ihre oder deren Meinung auf uns überzustülpen? Pretending that they're talking from a space of awareness. Aber sie tun so, sie geben vor, als ob sie aus einem Raum von Gewahrsein mit uns sprechen würden. So when they go away, we actually feel abused.
Und wenn die dann von uns weggehen, dann fühlen wir uns eigentlich missbraucht. And of course, they then tell us that, no, this is our problem, this is our issue. They weren't doing anything of the kind. Aber was die dann antworten, wenn wir ihnen das sagen, ist, das ist alles dein Problem, das ist deine Geschichte und ich habe das alles nicht gemacht. Frankly, for me, this is an unkindness. Aber aus meiner Sicht ist das tatsächlich völlig lieblos. I mean, that'd be like me facilitating people in private sessions where telling them that they're wrong to have had an abortion or wrong to have done something else or left their husband or blah, blah, blah. Das wäre, wie wenn ich in einer Session jemanden facilitieren würde und ihm dann erklären würde, das ist völlig falsch gewesen, dass sie eine Abtreibung gehabt hat oder völlig falsch gewesen. The last thing, I'm sorry, I forgot. Den Mann verlassen. Danke. Oder es ist völlig verkehrt gewesen, den Mann zu verlassen. You know, that would be unkind of me. Das ist aus meiner Sicht völlig lieblos. Incredibly judgmental of me. Und auch unglaublich bewertend von meiner Seite wäre das. Can I ask a question in between? Yep. Auch wenn die Menschen eigentlich das manchmal gerne hören würden. Auch Even when people would actually really want to hear that sometimes. it would be unkind. Yeah. So it's also unkind when people really want to hear it, but it's still unkind, even if they are asking to hear that they have done something wrong. Mhm. Because what do they really want? Weil was wollen die wirklich? If somebody wants to know that they've done something wrong, what is it they're really asking for? Wenn jemand hören will, dass er was verkehrt gemacht hat, was ist es wirklich, wonach er fragt? They wanted to confirm that they're wrong about something, their wrongness, so they can be the victim or the bad person. Sie wollen einfach bestätigt haben, ihre Verkehrtheit, damit sie immer noch das Opfer sein können oder die falsche Person. You know, there are a lot of people out there that tell us that, oh, yes, a kindness not to tell people or to tell them just what they want to hear. Es gibt eine ganze Leute da draußen, die uns erzählen, es ist total liebevoll, den Leuten genau das zu erzählen, was sie hören wollen oder ihnen gewisse Dinge zu verschweigen. Is that really kind? Aber ist das wirklich liebevoll? Or is that just taking somebody's money? Oder ist es einfach nur jemandes Geld einfach zu nehmen? Or allowing them to stay in their wrongness of themselves so they never grow? Oder ist es einfach ihnen zu erlauben, in ihrer Verkehrtheit hängen zu bleiben und dann nie rauszukommen und nie sich weiterzuentwickeln, nie zu wachsen? I mean, I know a young lady who found that her choices about relationships was changing. Also ich kenne eine junge Dame, die ist draufgekommen, dass ihre Wahlen über Beziehung sich angefangen haben, sich zu verändern. And she was making herself incredibly wrong for it and is trying to stop and control the energy that was in her body. Und sie hat sich völlig verkehrt gemacht dafür und dann hat sie versucht, diese Energie zu kontrollieren und zu stoppen, die sie in ihrem Körper gefühlt hat. Which only made it worse. Was es noch schlimmer gemacht hat. But once I just said to her, look, what's the problem? You suddenly realize that not all men are assholes. Und ich habe dann irgendwann einmal zu ihr gesagt, aber wo ist das Problem? Du hast einfach nur angefangen zu realisieren, dass nicht alle Männer Arschlöcher sind. You're starting to see that some women are assholes. Du hast angefangen zu sehen, dass es durchaus Frauen gibt, einige, die Arschlöcher sind. So what would happen if you just allowed yourself to realize that relationship is just a choice? Was wäre, wenn du dir selbst erlauben würdest, einfach zu erkennen, dass Beziehung einfach eine Wahl ist? And what happened? She got Und was happy. ist passiert? Sie ist glücklich geworden. And in the process, she's created change and has a greater awareness around choices now.
Und während dem ganzen Prozess hat sie einfach viel mehr Gewahrsein kreiert, mehr Gewahrsein über Wahlen, die sie jetzt treffen kann. And from what I see, she also realizes that no choice is locked in cement. Und sie ist Nothing is set in draufgekommen, concrete. dass keine Wahl in Stein gemeißelt ist. So everything can be changed. Yeah, Alles ist veränderbar. and that has totally freed her. I mean, that for me is a greater kindness than saying, "Oh well, you know, this is how you are. This is how you should stay." Und das hat sie total befreit. Und das ist für mich viel mehr liebevoll, als wenn ich ihr gesagt hätte, so bist du und du musst so bleiben, wie du jetzt gerade bist. Yeah, yeah. So for me, kindness is when we think about kindness, it's something that's soft, pleasing feeling. Für mich, also wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass wir denken, dass liebevoll zu sein ein weiches, freundliches Gefühl ist, sanft. For me, that is the feeling that people get when you walk away from them. So that's the feeling they have when you leave. That is what remains with them. That's, Also dieses Gefühl, selbst wenn du von ihnen weggehst, ist das Gefühl trotzdem da, das bleibt bei ihnen, das bleibt einfach bestehen, selbst wenn du weggehst von ihnen. you know, this is that feeling that allows people to grow from, not to shrink and contract into their own contracting universe. Also aus diesem liebevollen Gefühl, das ist das, was Menschen erlaubt zu wachsen, aus diesem Gefühl heraus und nicht in ihrem zusammengezogenen, verhärteten Universum zu verharren. Yeah. So we had a lady come to class in Auburn. Wir hatten in Auvergne eine Dame, die zum Kurs gekommen ist. Hey, actually, lots of ladies, but one in particular. Also da waren mehrere Damen, aber eine spezielle. And on the first night, the intro night, she wouldn't let me come within 20 feet of her. Don't touch me. 20 feet is how much? About 6 meters. Okay, und am Introabend, am ersten Abend durfte ich nicht näher als circa 6 Meter an sie herankommen. Es war dieses, komm ja nicht näher. Totally fearful. Sie war total ängstlich. But she knew she had to be there for the intro because her body wasn't letting her do anything else. Aber sie hat ganz genau gewusst, sie musste zu dem Intro kommen und da bleiben, weil ihr Körper hat ihr nicht erlaubt, irgendetwas anderes zu tun. And when I first saw her, I thought, oh yeah, step away, walk away. Und wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe, das kenne ich schon, ja, das war dann, okay, gut, ich komme nicht näher, ich bleib weg, ich bleib weg. And so I'm realizing that I'm actually working on my own bulldozer stuff because it wasn't that long ago I would have said, come here and give me a hug anyway. Und ich bin drauf gekommen, ich habe an meinem eigenen Ding gearbeitet, nämlich ein Bulldozer zu sein, weil es ist noch nicht so lange her, dass ich in der gleichen Situation gesagt hätte, komm her, ich umarme dich trotzdem. But I actually gave her space. Now, Aber ich habe ihr den Raum gegeben, den sie gebraucht hat. But by the end of the class, aber am Ende des Kurses, she is sitting in the middle instead of on the edge. Und sie ist in der Mitte gesessen und ich bin am Rand gesessen. And she's hugging everybody and laughing and crying and just totally present with everybody. Und sie hat jeden umarmt, hat gelacht, hat geweint und war mit jedem total präsent. And every time I looked at her, all I got from her was thank you. Und jedes Mal, wenn ich sie angeschaut habe, alles, was ich von ihr empfangen habe, war danke, danke. So for the last maybe 3-4 hours of that day, it was just every time I look up, how are you? Thank you. You know, this is. Und die letzten 3-4 Stunden des Tages war es einfach so, vom Kurs war es einfach so, dass jedes Mal, wenn ich zu ihr geschaut habe und sie gefragt habe, wie geht's dir, habe ich einfach nur gekriegt, danke, danke. Yeah. So
how do we be kind to other people without losing ourselves? Also, wie sind wir liebevoll zu anderen Menschen, ohne uns selbst zu verlieren? For me, it's, well, what would happen if we were willing to see people for who they are? Für mich ist es so, was würde passieren, wenn wir bereit wären, Leute so zu sehen, wie sie wirklich sind? Uns And auch. realize, Uns auch. And also us. yeah, see ourselves for who we are, yeah. Und auch uns selbst so zu sehen, wie wir wirklich sind. But be willing to see and recognize ourselves. Aber was wäre, wenn wir auch bereit wären, Arschlöcher zu sehen und wirklich wahrzunehmen? Was dann keine Bewertung ist. Which is not a judgment at the moment from that space. No. Okay. Das ist ein Gewahrsein und keine Bewertung. It's only a judgment when you make them wrong for it. Es ist nur eine Bewertung, wenn du die Person verkehrt dafür machst, ein Arschloch zu sein. So, but what do we do with that if we recognize that a person is an asshole? Also was machen wir jetzt aber dann damit, wenn wir draufkommen, dass jemand ein Arschloch ist? Well, sometimes, and I'm still working on this one too, I get grumpy. Ja, und ich arbeite da immer noch dran, weil manches Mal wäre ich echt sauer. In a restaurant, if the waiter's being an asshole, I'll get grumpy. Und wenn ich zum Beispiel in einem Restaurant sitze und der Kellner ist ein Arschloch, dann wäre ich sauer. If I'm paying somebody to do something for me and they're being an asshole about it, I'll get grumpy. Wenn ich jemanden bezahle, dass er etwas für mich macht und der ist aber ein Arschloch mit der Aufgabe, die er von mir bekommen hat und ich ihn bezahlt habe, dann wäre ich sauer. Because Weil they're dishonoring me in the process of them being who they are. Weil sie mich nicht ehren in diesem Prozess, in dem sie gerade selber das Arschloch sind. You know, I got grumpy in the hospital. Ich bin zum Beispiel im Krankenhaus echt stinksauer gewesen. Because the doctor wasn't giving me time to answer the first question before he's already asking the third question. Weil der Arzt hat mir nicht die Zeit gegeben, meine erste Frage zu stellen. Meine erste Frage zu stellen, weil er bereits bei der dritten Frage war. And then when I told him to stop and listen, und wie ich ihm gesagt habe, er soll bitte jetzt aufhören zu reden, stopp, und soll mir zuhören, hat die Krankenschwester. A nurse tried to tell me to shut up and listen to the doctor and not talk to him like that. Und dann hat eine Krankenschwester versucht, mir zu sagen, dass ich die Klappe halten soll und nicht so zum Arzt reden soll, sondern ihm zuhören soll. So I got a little bit more grumpy and told her to shut up. Also dann bin ich noch mehr sauer geworden und habe der Krankenschwester gesagt, sie soll die Klappe halten. Because she's not the person I'm talking to. Weil sie nicht die Person ist, zu der ich gerade spreche. Then I said to the doctor, please, one question at a time and let me answer it. Und dann habe ich zum Arzt gesagt, bitte, eine Frage nach der anderen und ich möchte Zeit haben, sie zu beantworten. I'm in too much pain to be patient. Ich habe viel zu viel Schmerzen, um geduldig zu sein. I can tell you exactly where the pain is and I can tell you where it's not. Ich kann Ihnen ganz genau sagen, wo der Schmerz ist und wo kein Schmerz ist. If you're willing to stop and listen. Wenn du bereit bist, eine Pause zu machen und mir zuzuhören. If you're not willing to listen, I'll go home now. Wenn du nicht bereit bist, mir zuzuhören, dann gehe ich einfach jetzt sofort nach Hause. He stopped. Ja, hat eine Pause gemacht und aufgehört zu reden. He listened. Er hat zugehört. And then I apologized for having to shout. Und dann habe ich mich entschuldigt, dass ich herumschreien musste. But I'm at the point in my life where I'm refusing to let people disempower me. Aber ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich absolut verweigere, wenn Leute versuchen, mich zu entmächtigen, mir meine Kraft zu nehmen.
to treat me or my body with unkindness. Oder mich oder meinen Körper einfach lieblos zu behandeln. And yes, people will judge you. Und ja, Leute werden dich verurteilen. And when they call you egotistical or selfish, what is Wenn it sie, really saying? wenn sie dich egoistisch nennen, was sagen sie dann wirklich? What are they saying? They're telling you that you're not doing what they want you to do. Das, was sie dir tatsächlich sagen, ist, dass du nicht bereit bist, das zu tun, was sie von dir wollen. They're telling you that you don't fit into how they want you to be. Sie sagen dir einfach, dass du da nicht hineinpasst, wo und wie sie dich haben wollen. So They're welcome in the telling club. you- yeah. They're telling you that they're actually selfishly wanting you to conform to their points of view. Was sie dir sagen ist, dass du selbstsüchtig bist, weil du nicht bereit bist, ihre Meinung anzunehmen. I had somebody once tell me that they didn't like having conversation with me because I always disagreed. Mir hat mal jemand gesagt, dass er überhaupt keine Lust hat, sich mit mir zu unterhalten, weil ich jedes Mal widerspreche. And I said, well, that's because I have a different point of view to you. Und das ist, ich habe geantwortet, ja, das hat damit zu tun und das ist deshalb, weil ich einfach eine andere Ansicht habe als du. And I would be lying if I pretended to have the same point of view. Und ich würde lügen, wenn ich vorgeben würde, deine Ansicht zu haben. That doesn't honor them and it doesn't honor me. Das ehrt nicht das Gegenüber und das ehrt auch nicht mich selbst. And I'm quite happy for the other people to have their own points of view. Und für mich ist es völlig in Ordnung, wenn Leute eine andere Ansicht haben als ich. So what we have to really do is let go our desire to have other people like us. Was wir also wirklich, wirklich loslassen müssen, ist unser Wunsch und unser Verlangen danach, dass andere Leute uns mögen. Because really the people that are judgmental of us don't like us. Weil es ist tatsächlich so, dass die Leute, die uns verurteilen, die mögen uns einfach nicht. Because to judge us and to make us wrong is kind of dishonoring, don't you think? Also, weil ist es nicht so, dass wenn jemand uns verurteilt und uns verkehrt macht, dass er uns dann einfach abwertet und nicht ehrt, wer wir sind? So for me, that's more important now. Für mich ist das jetzt mehr wichtig. And yes, I've still got a lot of work on myself to get to the point where I can be, more kind to people. Und ich muss selbst noch dran arbeiten, dass ich noch an einen Punkt komme, wo ich noch mehr liebevoll zu anderen bin. Especially when I'm in pain or I'm cranky about something. Speziell, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich gerade ziemlich grantig bin aufgrund einer speziellen Situation oder über etwas. Yeah, but that's really what kindness is. Das ist das, was liebevoll ist. We consider it a kindness to put a dog down when she's suffering or he's suffering. Wir können uns auch überlegen, das kann durchaus liebevoll sein, wenn wir einen Hund einschläfern lassen, wenn er leidet. We consider it a kindness to not see animals suffer, yet we unkindly want our parents and grandparents to suffer in sickness rather than die and leave us alone. Kind of strange. Wait, you have to part that up. I'm sorry, that was too long. Whoops! We're willing to not see our pets suffer. Wir sind nicht bereit, unsere Hunde leiden zu sehen. But we unkindly often would rather somebody suffer in sickness than not die because we will miss them. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehr oft Leuten
zuschauen und wollen, dass sie weiter leiden, weil wir sie nicht gehen lassen wollen, weil wir sie vermissen würden. And even just our desire for them to keep living is enough to hold people trapped in the body. Sometimes. Und selbst unser Verlangen, unser Wunsch danach, dass ein Mensch am Leben bleibt, ist oft genug, sie zurückzuhalten vom Sterben. Ja. So, yeah, it's like, what is kindness? It's honoring the person. Was ist liebevoll, was ist Herzlichkeit? Es ist einfach die andere Person zu ehren, so wie sie ist. But it's honoring ourselves first. Aber zuallererst müssen wir uns selbst ehren. Because, sometimes we pretend to agree with somebody. Manchmal geben wir vor, einer Meinung mit jemandem zu sein. Then later they find out that we pretended. Und dann später kommen sie drauf, wir haben nur so getan, als ob. And that can be quite hurtful too. Und das kann auch sehr wehtun. So, yeah. So this also answered Renate's question, I think, because her question was, how can I be friendly with myself and kind to another person when we do not have the same opinion? So we just talked about that, I guess. Yeah, really, it's just acknowledged that we're allowed to have different points of view. Einfach wahrzunehmen, anzuerkennen. Also Renates Frage war, Entschuldigung, ich muss noch auf Deutsch sagen, Renates Frage war, wie kann ich zu mir selbst freundlich sein und zu jemandem anderen liebevoll, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Ja, einfach anerkennen, dass ihr zwei verschiedene Meinungen habt. I've got something for you. Hang on, 1 minute. Eine Minute, ich habe was. Here's something for a point of view. Das ist was für eine Ansicht. So, can you see the picture? Yes, it's a little bit. Reflected, sorry. It's Yes, too much thank you. light. Es reflektiert ein bisschen das Licht. Okay, Kann man das Bild sehen? Ja. this was done by a friend who is blind in one eye and nearly blind in the other. Also das wurde gemacht von einem Freund, Fan von mir, der auf einem Auge blind ist und am zweiten Auge fast blind. So blind on one eye and almost blind on the other. Yep. Yeah, Yep. okay. Okay, she was visiting her son, but could not go outside because of the heat, and she had tremors all over the nerves of her body. It's incredible. Wait. Sie hat ihren Sohn besucht und sie konnte aber nicht rausgehen, weil sie gezittert hat am ganzen Körper und irrsinnige Nervenschmerzen hatte. I bought this painting. Ich habe dieses Bild gekauft. I didn't realize it was hers. And then when she found out, she got it reframed for me. Ich habe nicht gewusst, dass es ihres war, aber wie sie es herausgefunden hat, hat sie einen neuen Rahmen machen lassen für mich. Because I really like the form of the leaves and everything else, blah, blah. Einfach weil ich die Form der Blätter so gern mag. Now, my point of view was just a pretty picture of autumn leaves. Meine Ansicht war, das ist einfach ein schönes Bild von Herbstblättern. See, nice leaves, yes. A friend came to my clinic, Ein Freund ist in meine Klinik gekommen, saw this picture, hat das Bild gesehen and said, oh my God, that is the most erotic picture I have seen in my life. und hat gesagt, oh mein Gott, das ist das erotischste Bild, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. And when I looked at it, I thought, "Pwah, it is." Und dann habe ich es aus dieser Sicht gesehen und habe gesagt, wow, ist es wirklich? But I never took it down. I left it there and it was still had pride of place in my clinic. Ich habe es aber nie runtergenommen und es ist immer noch in meiner Klinik gehängt, bis ich sie verlassen habe. So again, these are just points of view. Also wiederholt, das sind einfach alles nur Ansichten. I would see
40, 50 people a week, and only one person in that week was like, oh my God. Yeah, Ich habe so 40 who bis cares? 50 Leute gehabt, die zu mir gekommen sind pro Woche und eine einzige davon hat gesagt, oh mein Gott, und hat was anderes gesehen. So this is when we can allow each other to have their points of view. Also so ist es, wenn wir jedem anderen erlauben können, seine Ansichten zu haben. Then we're being kind. We're not being judgmental. Dann sind wir We're in liebevoll. Dann we're in sind wir allowance. nicht bewertend. Wir sind in totaler Erlaubnis. And if they want to insist on this, they can go away. Und wenn sie auf ihrer eigenen Meinung beharren wollen, dann können sie ja einfach weggehen. Cool, hey. But not always easy. Nicht immer einfach. No, it's not. No? It's not often not easy. I mean, our Das friends ist oft make nicht it, einfach. our friends can make it uneasy. Vor allem unsere Freunde können es einfach schwer machen, nicht leicht. Je mehr wir uns selbst ehren, desto leichter fällt es uns. The more we honor ourselves, the more ease we have with it. Yes. Yes. Das Total. ist meine Erfahrung aus ganz vielen Alchemie-Klassen. My experience from a lot of alchemy classes. Absolutely. Yeah. Yeah. And this is, I mean, and for me too. I mean, Für mich auch. I can't remember how many classes I've done. Ich Oh, kann how mich many nicht mehr people? erinnern, wie viele Kurse ich gegeben habe oder wie viele Leute ich behandelt habe. But the one thing that comes through clear when I go back looking at photographs of all the classes, Aber das, was wirklich klar wird, wenn ich mir die ganzen Fotos immer wieder anschaue von Kursen, how people's faces change when they receive that kindness in a space of no judgment. wie das Gesicht der Leute sich verändert, wenn sie diesen Raum empfangen, diesen liebevollen Raum und diesen Raum von keiner Bewertung. This is the phenomenal part. And Das this ist echt der classroom, phänomenale Teil. and this class in Auvergne is no exception. Und dieser Kurs in Auvergne war keine Ausnahme davon. Something that we're noticing is that the people are coming less and less with a story. Was uns wirklich aufgefallen ist, dass die Leute, die kommen, immer weniger Geschichten mithaben. No story. Just, I want change. I'm finished with this. How can I change this? Einfach nur dieses, ich will mich verändern. Wie kann ich mich verändern? Es ist egal, was war, ich will das jetzt verändern. Wie geht das? This lady that was fearful of touch. Diese Dame, die so Angst hatte, davor berührt zu werden. It was actually the intensity of kindness that even created pain and fear for her. Das war in Wirklichkeit die Intensität von Herzlichkeit und liebevoll sein, die diese Schmerzen in ihrem Körper und diese Angst kreiert haben. So eine Dame hatten wir im Intro auch in We Köln. had one lady like that in Cologne too in the intro. Yeah. Yeah. And it's just phenomenal to watch with no story, no Und es ist baggage. echt phänomenal zu beobachten, wie ohne Gepäck und ohne Geschichte To watch that fear just go and disappear. einfach, wie diese zu beobachten, wie diese Angst einfach weggeht und verschwindet. Totally phenomenal. It blows me away every time. Ja, das haut mich einfach aus den Füßen. Aus den Schuhen. Yeah. Die nächste Möglichkeit zu sehen, wie wir Greg aus den Schuhen hauen, The next possibility to see how we can blow away Greg. I'm not sorry for that. No, I can see that. Das tut mir jetzt gar nicht leid, was ich gesagt habe. Ist für all die, die nach Köln kommen mögen, am For 11.
September bis 13. September. Ja, ich bin schon im nächsten Jahr, sorry. Yeah, next year now. No. Also 11. bis 13. September, 11. Abendsintro für all die, die das mal erfahren wollen und neugierig sind. Und für alle die gerne, ja, wirklich daran arbeiten mögen, mit Freude sich selbst zu ehren. For everybody who wants to work on honoring themselves with joy. 12. und 13. September in Köln. Und am 13. haben wir dann noch den Genuss. On the 13th we have the joy of viel mehr in unsere Kraft zu gehen, die wir bisher immer mal weggeschoben haben, nicht sehen wollten, nicht sehen konnten und aberzogen bekommen haben. Become more powerful, feel our own power that has been that we have taught to lose. Yeah, buried. Thank you. That we were taught to really bury. Yep. Mit dem Hacker. With the hacker. Yep. That will be fun. Das wird Spaß machen. Oh yes. Oh ja. I guess I should tell my neighbors before. Ich sollte es möglicherweise meinen Nachbarn vorher erzählen. Just on the hacker, in Auvergne, they are rugby crazy. France, no, the All Blacks. In Frankreich ist es so, dass alle die All Blacks kennen, also das Rugby-Team von Neuseeland, das mit diesem Hacker bekannt geworden ist. And Clermont-Ferrand, they are total All Black fans. Und in Clermont-Ferrand, wo Greg war, das sind lauter All Black Friends. So the class takes me to dinner on Saturday night. Am Samstagabend hatten mich die Kursteilnehmer zum Abendessen mitgenommen. And we walk into this cafe, restaurant, bar. Und wir sind in das Restaurant oder Café gegangen. And there's a dozen men celebrating somebody getting married. Und da waren ungefähr ein Dutzend Männer, die haben gefeiert, weil jemand heiraten wird. In New Zealand, we call it the stag night, when the boys go out and get drunk. Also das ist der Polterabend bei uns, wo die Jungs rausgehen und sich besaufen. And I had my Kiwi T-shirt on. Und ich hatte mein Kiwi-T-Shirt an mit dem neuseeländischen Zeichnungen drauf. And somebody asked one of the girls, where's he from? Und jemand hat eine von den Kursteilnehmerinnen gefragt, wo kommt denn der her? And as soon as they said New Zealand, these boys started going, kamate. Und in dem Moment, wo sie geantwortet haben, er kommt wirklich aus Neuseeland, haben die Jungs, diese Männer angefangen, sofort einen Hacker zu machen. And their shirts were coming off when they were ready to do the haka. Und sie haben ihre T-Shirts ausgezogen und waren einfach bereit, einen Hacker zu machen. They were very drunk. Und sie waren ziemlich betrunken. So I said to them, would you like the real thing? Und ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht gern mal einen echten Hacker erleben würden. Oh yeah. So und sie waren, ja, sofort. Und die haben sofort alle aufgehört und waren bereit zuzuschauen und zu empfangen. So I did a haka to everybody in the restaurant. Also ich habe einen Hacker gemacht für jeden im Restaurant. So after that I had a dozen friends that did not know my name. Aber nachdem hatte ich ein Dutzend Freunde, die alle meinen Namen nicht wussten. But the next day we went back there for dinner again. Aber am nächsten Tag sind wir wieder zum Abendessen hingegangen. And three of the men were still there, or had come back. Und 3 von den Männern waren entweder noch dort oder sind wieder zurückgekommen. And the waiters all recognized me when we came. Und And die they Kellner said to haben mich these sofort guys, erkannt. remember him? Und die Kellner, die mich erkannt haben, haben zu den Männern gesagt, könnt ihr euch noch an den erinnern? 2 of them said yes. 2 haben ja gesagt. One wasn't sure. Einer war sich nicht mehr so sicher.
So yeah, I had a lot of fun. Ja, ich hatte viel Spaß. So there you go. So have a wonderful afternoon, ladies. So just let's look at the Facebook Live if somebody asked a question. No, just ignore them. Ja. Ich schaue nur schnell, ob jemand eine Frage gestellt hat. So Jessie said, oh yes, that's just my topic at the moment. Zorica wrote, so being kind should not be judged. No, nothing should be judged. Also gar nichts sollte bewertet worden. Es ist einfach nur ein Gewahrsein. And Jessie asked a question. I read it in German first and then in English. Was mache ich, wenn mich die Entscheidung unglaublich traurig macht, die sie trifft, und ich sehe, wie sie so unglücklich ist? Sie sagt, sie möchte etwas verändern und meine Fragen hören und verändert nichts und lässt sich weiter schlecht behandeln. So I think she's talking about a client or a friend. What do I do when I get incredible sad about the decision of this person, the decisions that she makes, and I see that she is totally unhappy. She says she wants to change something and she wants to hear my questions, but she does not change anything and still chooses to let herself be treated badly. Yep. Let go the significance of this person making choices. Lass die Signifikanz los über die Wahlen dieser Person. Stop trying to rescue everybody. Hör auf zu versuchen, jeden zu retten. And just acknowledge that this girl has walked a different path to you, and so it might just take a little while longer to make the same choices you would make. Und erkenne an, dass diese junge Dame einen anderen Weg gegangen ist als du und dass es sie vielleicht etwas länger braucht, andere Wahlen zu treffen. Because it's only our point of view that they have to make these choices right now and here. Weil es ist einfach nur unsere Ansicht, dass sie diese Wahlen genau jetzt treffen müssen. I mean, I can't decide sometimes between vanilla chocolate, dark chocolate, or und ich kann manchmal mich einfach nicht entscheiden, ob ich jetzt eine dunkle Schokolade will oder eine helle Schokolade. and other people go, I want that. Und manche Leute gehen einfach hin und sagen, das will ich haben. So it's like we all take time to choose different things. Und wir brauchen jeder unsere Zeit, um verschiedene Dinge zu wählen. And looking from the outside, it's always easy to make a different choice. Und wenn man das Ganze von außen betrachtet, dann ist es immer total einfach, eine andere Wahl zu treffen. But sometimes, especially if you're a bodywork or healer, aber manches Mal, ganz speziell, wenn du mit Körpern arbeitest oder ein Heiler bist, we want people to choose now. ist es so, dass wir unbedingt wollen, dass die Leute jetzt wählen, und das müssen wir loslassen. I watched a friend choose to die rather than create chains that would keep them living. Ich habe einen Freund, eigentlich mehrere, beobachtet, die gewählt haben zu sterben, bevor sie irgendwas im Leben verändert hätten und wirklich gewählt hätten zu leben. Does that help? I think it would. Yes. I think so. Let go, loslassen. Can continue with loslassen. And Zorica writes, this is the magic of the classes, your classes. Betza Lensch, I don't know, writes, thank you, Greg, and you all for being a big contribution. And thank you. And Brigitte writes, hello, you wonderful people.
Cool. So there we Thank go. you. You're welcome. Thank you. Thank you for the great question. I mean, I can never think of something to say, so I don't. Danke für die großartige Frage. Mir fällt ja nie was zum Reden ein, also. And thank you everyone that came online and listened to us live. Danke, wer online dabei war. Danke, wer sich dann das Recording anhört oder anschaut. Dankeschön. Yeah. Thank you, Claudia, for the translation and Melanie for hosting. And blah, Danke, blah, blah. Claudia, für die Übersetzung und danke, Melanie, fürs Hosten. Yeah, I'm looking forward See, to Cologne. You Ich freue all mich in schon Cologne. auf Yes. Köln. Yes, at the moment I can't go to Hungary. Im Moment kann ich nicht nach Ungarn, ja. What I a heard that. pity. Yeah, they're already pissed, but oh well. Let's see what the Hungarians will create. Yep. So we'll see you later. Yeah. See you. Bye. Bye. Have a nice day. Bye. Bye.